Machst du das auch? Denkst du in deiner Muttersprache und übersetzt dann innerlich ins Deutsche? Du bist nicht allein. Aber wenn du wie ein Muttersprachler sprechen willst, wenn du flüssig, natürlich und souverän klingen willst, dann musst du anfangen, auf Deutsch zu denken. Hast du schon mal versucht, einen Satz auf Deutsch zu formulieren? Und es hat 10 Sekunden gedauert, weil du nach dem perfekten Wort gesucht hast? Das ist am Anfang normal. Aber genau das bremst dich. Wenn du erst in deiner Sprache denkst und dann übersetzt, wird dein Sprechen langsam, stockend und oft unbeholfen. Aber wenn du direkt auf Deutsch denkst, folgt dein Mund automatisch. Deine Sätze kommen natürlich. Und die Leute hören dir zu, ohne dich unterbrechen oder ergänzen zu wollen. Wie schaffst du diesen Wechsel? Wie kommst du von der inneren Übersetzung zur natürlichen Sprache? Ich zeige dir, wie es geht. Vielleicht denkst du, das Problem liegt am Vokabular oder an der Grammatik. Doch meistens liegt es daran, dass du immer noch in deiner Muttersprache denkst. Und wenn du in deiner Muttersprache denkst, macht dein Gehirn 2 Schritte. Die Idee in deiner Sprache finden und dann ins Deutsche übersetzen. Was passiert? Du sprichst langsam. Du machst Pausen. Du wirkst unsicher. Ein echter Muttersprachler denkt aber direkt auf Deutsch. Er braucht keinen Umweg über eine andere Sprache. So reden Leute schnell. So wählen sie die richtigen Wörter. So wirken sie selbstbewusst und natürlich. Auf Deutsch zu denken, ist kein kleiner Trick. Das ist der Schlüssel, um dein ganzes Sprechen zu verbessern. Aussprache, Flüssigkeit, Selbstsicherheit. Und die gute Nachricht? Du bist nicht dazu verdammt, ewig zu übersetzen. Es ist nur eine Gewohnheit. Und jede Gewohnheit lässt sich ändern. Ich zeige dir, wie. So fängst du an, auf Deutsch zu denken, eine einfache Schritt-für-Schritt-Methode. Schritt 1, fange klein an, verbinde Alltagsdinge mit dem Deutschen. Siehst du ein Glas Wasser? Das ist nicht Water, sondern Wasser. Gehst du zur Tür? Nicht Door, sondern Tür. Jedes Mal, wenn du etwas ansiehst, sag dir im Kopf das deutsche Wort dafür. Einfach, aber mächtig. So entstehen neue Verbindungen in deinem Gehirn. Klebe ruhig Post-its um dich herum. Stuhl, Fernseher, Decke, Fenster. Keine Übersetzungen. Nur die deutschen Wörter. Schritt 2. Beschreibe deinen Tag auf Deutsch, rede mit dir selbst. Ja, ich sage wirklich, rede mit dir selbst. Genauso macht man Fortschritte. Wenn du aufstehst, sag dir: Heute fühle ich mich gut. Ich werde duschen und frühstücken. Wenn du das Haus verlässt: Es ist heute schön draußen. Ich gehe zum Kaffee. Am Anfang fühlt sich das komisch an. Aber es wirkt. Dein Gehirn beginnt, ganze Sätze auf Deutsch zu denken. Und glaub mir, je mehr du es tust, desto natürlicher wird es. Irgendwann vergisst du deine Muttersprache einfach für diese Momente. Schritt 3: Ersetze Übersetzung durch direkte Verknüpfung. Nehmen wir einen englischsprachigen Lerner als Beispiel. Bisher hast du vielleicht so gelernt: Dog gleich Hund,
Car gleich Auto, happy gleich glücklich. Wenn du aber auf Deutsch denken willst, musst du diese Gewohnheit brechen. Verbinde das Bild direkt mit dem deutschen Wort, ohne Umweg über deine Sprache. Siehst du einen Hund? Nicht Dog, sondern Hund. Denkst du an Essen? Nicht to eat, sondern Essen. Nutze Karteikarten mit Bildern statt Übersetzungen. Oder schaue Videos auf Deutsch, bei denen die Gegenstände am Bildschirm erscheinen. Mit der Zeit verbindet dein Gehirn automatisch. So wie du es gemacht hast, als du lesen lerntest. Du übersetzt nicht jedes einzelne Buchstabe mehr, du erkennst die Wörter direkt. TU das Gleiche mit der deutschen Sprache. Schritt 4. Denke in ganzen Sätzen, nicht nur in Wörtern. Viele lernen nur einzelne Vokabeln. Sie kennen viele Wörter, aber wissen nicht, wie man sie richtig zusammenfügt. Um wirklich auf Deutsch zu denken, trainiere ganze Sätze in deinem Kopf. Nicht nur essen, sondern ich esse gleich zu Mittag. Nicht nur müde, sondern ich bin heute total müde. Lerne jedes neue Wort in einem Satzkontext. So bereitest du dein Gehirn darauf vor, natürlich zu denken, nicht nur zu lernen. Und irgendwann wirst du merken, du übersetzt nicht mehr. Du sprichst, wie du denkst. Auf Deutsch. Schritt 5. Tauche ein in die deutsche Sprache. Auf Deutsch zu denken ist wie Schwimmen lernen. Du kannst die Technik theoretisch am Beckenrand üben. Aber richtig schwimmen lernst du erst, wenn du ins Wasser springst. Also tauch ein. Stelle dein Handy auf Deutsch. Hör Podcasts, auch wenn du nicht alles verstehst. Schau kurze Videos, mit oder ohne Untertitel. Und vor allem, rede mit dir selbst auf Deutsch. Selbst allein. Selbst beim Spazierengehen. So gewöhnt sich dein Gehirn daran. Verlasse nicht die Zielsprache. Bleib drin. Denke auf Deutsch. Träume auf Deutsch. Und eines Tages wirst du dich flüssig und mühelos ausdrücken. Viele geben auf, bevor sie diesen Punkt erreichen. Nicht, weil es zu schwer wäre, sondern weil sie dieselben Fehler machen. Fehler Nummer 1: Glauben, man muss perfekt sein, bevor man auf Deutsch denken kann. Nein. Du darfst Fehler machen. Du darfst holprig sein. Du darfst nach den richtigen Wörtern suchen. Das Wichtigste ist, bleib bei Deutsch. Auch wenn es schwer fällt. Fehler Nummer 2: Immer wieder zur Übersetzung zurückkehren. Kaum blockiert ein Wort, wechselst du in deine Muttersprache. So lässt du dein Gehirn nie die Chance, sich an Deutsch zu gewöhnen. Fehler Nummer 3: Nicht jeden Tag üben. Auf Deutsch zu denken ist keine Funktion, die man einschalten kann. Es ist eine Gewohnheit, die man Tag für Tag aufbaut. Sei also konsequent. Sei geduldig. Und bleib dabei, auch wenn es am Anfang langsam aussieht. Auf Deutsch zu denken, ist kein Talent. Es ist eine Fähigkeit. Und wie jede Fähigkeit entwickelt sie sich durch Übung. Vielleicht kommt es dir jetzt unmöglich vor. Aber ich verspreche dir, es kommt der Moment, in dem es Klick macht. Wo die Wörter schneller kommen. Wo du verstehst, ohne zu übersetzen. Wo du dich natürlich auf Deutsch ausdrücken kannst.
Dieser Moment kommt, wenn du weitermachst. Auch wenn es schwer ist. Auch wenn du zweifelst. Auch wenn keiner zuhört. Also gib nicht auf. Jeder Satz, den du auf Deutsch denkst, bringt dich der Flüssigkeit näher. Mach weiter. Immer wieder. Jetzt stelle ich dir die Frage. Welcher erste Satz wird dir heute gelingen, auf Deutsch gedacht? Schreib ihn unten in die Kommentare. Ich möchte deinen Fortschritt sehen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, vergiss nicht, auf Gefällt mir zu klicken. Abonniere den Kanal, wenn du weiterhin Fortschritte machen willst. Und aktiviere die Glocke, damit du keine neuen Videos verpasst. Mehr Tipps wie diese? Klicke hier und entdecke meine Playlist Natürlich Deutsch sprechen. Dort findest du praktische Strategien, um zu denken, sprechen und verstehen, besser und schneller. Bereit, das nächste Level zu erreichen? Fang jetzt an. Sprich Deutsch. Denke auf Deutsch. Lebe auf Deutsch. Bis bald.